Okay, ganz ehrlich, dieser Lemon Cheesecake ist so saftig, zitronig und cremig, den müsst ihr einfach nachmachen. Wie bei fast jedem Cheesecake starten wir mit unserem Boden. Ich mache einen Keksboden, den wir aber anschließend natürlich mitbacken. Dafür habe ich hier Butterkekse. Ihr könnt ganz normale Butterkekse nehmen oder Dinkel- oder Vollkornkekse oder auch Kakaokekse. Hauptsache ihr nehmt quasi die ohne Füllung sind. Die ganz genauen Mengenangaben, die stehen natürlich wie immer unten in der Infobox für euch. Und jetzt hier einmal schön fein schreddern. So, hier kommt natürlich ganz klassischerweise jetzt geschmolzene Butter mit dazu. Ich habe es jetzt hier in der Pfanne gemacht, ihr könnt das auch in der Mikrowelle machen und dann einmal gut vermengen. So, jetzt habe ich hier meine 24 cm Springform. Gebe ich jetzt einmal Backpapier unten drunter. Jetzt natürlich einmal den Keksboden verteilen und am besten richtig schön fest und flach andrücken. Jetzt geht es an die Cheesecake-Masse. Das Rezept ist übrigens sehr, sehr einfach und anfängerfreundlich. Das Einzige, was wir gleich brauchen, ist ein bisschen Geduld, weil ja ein Cheesecake immer ein bisschen länger braucht, um halt fest zu werden und wirklich zu sitzen. Ich starte jetzt hier einmal mit Philadelphia. Natürlich, wenn das Wort Cheesecake aufploppt hier auf meinem Kanal, dann ist Philadelphia einfach nicht weit entfernt. Ich liebe Philadelphia. Ich liebe es für No-Bake-Cheesecakes, aber auch für gebackene Cheesecakes, weil der einfach so cremig frisch ist und salzarm schmeckt und auch jetzt perfekt den Geschmack gleich von Vanilleextrakt und von der Zitrone annimmt. Und auch nach dem Backen ist der nicht so grisselig. Das habe ich nämlich oft bei anderen Sorten, dann ist der immer so grisselig. Und der bleibt einfach so richtig schön cremig. So, und das gebe ich jetzt hier einfach mal in meine große Schüssel. Ich benutze heute jetzt auch keine Küchenmaschine dafür. Ich wollte euch zeigen, dass das wirklich super, super einfach jetzt mit dem Schneebesen funktioniert. Jetzt geben wir auch schon Zucker und direkt danach Vanilleextrakt mit dazu. Jetzt brauchen wir natürlich Bio-Zitronen. Normalerweise mache ich einen großen Bogen um so riesen Zitronen, weil ich mir denke, das kann ja dann irgendwie nicht natürlich sein. Und das ist aber jetzt eine Amalfi-Zitrone. Das heißt, ich kann hier die Schale mitverwenden. Das habe ich extra gecheckt und ich denke, dass die richtig aromatisch ist. Ich nehme jetzt erstmal hier die Schale mit einer feinen Reibe runter. Da müsst ihr unbedingt beachten, dass ihr wirklich nur das Gelbe von der Schale abreibt. Sobald ihr nämlich unter der gelben Schale noch die weiße mitreibt, dann habt ihr einen richtig bitteren Geschmack und den bekommt ihr leider auch nicht gelöst, auch nicht durch mehr Zucker. Jetzt einfach nur für ein paar Sekunden schon mal glatt streichen. Die Speisestärke gebe ich immer am liebsten nochmal durch ein Sieb, damit ich keine Klümpchen habe. Und weiter geht's mit den Eiern und da switche ich jetzt um und nehme meinen Schneebesen. Nachdem ihr dann die Eier auch untergerührt habt, geben wir Sahne mit dazu und dann ist die Cheesecake-Masse auch schon fertig. Und damit wir später auch eine schöne Optik nach dem Backen haben, gibt es noch einen einfachen Trick. Alufolie einmal außen herum um die Springform machen und später auch in den Ofen eine feuerfeste Schale, zum Beispiel eine Auflaufform mit Wasser hineingeben. Dann vermeidet ihr einfach, dass ihr einen Riss bekommt. So, ich habe es nämlich damals schon rausgefunden, als ich meinen ersten New York Cheesecake für meinen YouTube-Kanal gebacken habe. Da habe ich mir alles notiert. Und zwar backt ihr den jetzt bei 220 Grad Ober- und Unterhitze für 10 Minuten und danach schaltet ihr runter auf 110 Grad und dann weitere 60 Minuten. Damit ihr Risse vermeidet, ganz, ganz wichtig, die Ofentür nicht öffnen. Also wenn euer Cheesecake dann soweit ist und der Ofen piept nach einer Stunde, dann am besten einen Holzkochlöffel oder irgendwas Hitzebeständiges zwischenklemmen, aber die Ofentür erstmal nicht komplett öffnen, vollständig auskühlen lassen und dann auch nochmal im Kühlschrank am besten über Nacht auskühlen lassen. Dann macht ihr nichts falsch. Tata, fertig, fast fertig. Jetzt kommt natürlich noch der Guss, aber man sieht keine Risse. Wenn man sich da wirklich an die kleinen Schritte hält, dann bekommt man auch keinen Riss. Und selbst wenn da ein Riss drin ist, ist ja auch nicht schlimm, tut ja dem Geschmack keinen Abbruch. So, und jetzt machen wir noch einen leckeren Guss. Der hier ist übrigens komplett abgekühlt. Der war auch schon im Kühlschrank und alles. Ich habe dem ganz viel Zeit gegeben. Alufolie kann ich jetzt eigentlich auch mal entfernen. Brauchen wir nicht, hat ihren Zweck erfüllt. Und kommt zur Seite. So, für den Guss brauchen wir nur 3 Zutaten. Ich habe mich jetzt hier für Orangensaft entschieden, einfach weil der schön gelb ist und nach Zitrone aussieht und weil der schon eine gewisse Süße mitbringt. So, Herd ist noch aus, ne? Noch keine Hitze dazugeben. Hier ist Speisestärke. Wir müssen das jetzt nämlich erstmal klümpchenfrei verrühren. Und weil es ja ein Zitronenguss sein soll, kommt jetzt noch ganz viel Zitronensaft mit rein. So, und die Kerne, die werden jetzt hier schön aufgefangen. Die brauchen wir natürlich nicht im Guss. So, jetzt den Herd einschalten und unter ständigem Rühren einmal aufkochen lassen.
Ich liebe das Teil einfach, ne? Da kann man wirklich einfach im wahrsten Sinne seine Torten retten. Also du meinst jetzt mich? Ja, dich auch. Ich bin eigentlich ein Tortenretter, weil ich rette die immer vor dem Vergammeln und esse die auf. Oha! Als Deko entscheide ich mich hier einfach für ein schönes Stückchen Zitrone. Weil ich finde, dass die gelbe Farbe schon für sich spricht. So, jetzt kommt's. Erinnerst du dich daran, wann ich das mal gemacht habe? Ach, bist du so Ja, ähnlich? ich kann mich erinnern. Nein, das war, niemals. Das war diese Tortenplatte, die so rund ist. Ich hätte die fotografiert, ich weiß es doch. Das war eine, glaube ich, gelbe Tortenplatte. Hä, also Ich kann mich erinnern, das ist ja diese New York Cheesecake-Zeit von dir. Ja, Ja. ja. Ja, das war ich mein, heftig. krass, ich meinte nicht das, aber das ist auch krass, dass du das im Gedächtnis Ja, hast. Und zwar, ich bin krass. Okay. bei uns in der Kultur kommt man ja zum Handanhalten. Und da hatte ich 2 Torten gemacht. Ja, Und klar. unter anderem war dieser Cheesecake einer davon. Das war einfach klar. Das ist jetzt wirklich lange her, ich glaube, das ist 7 Jahre oder so her. Aber deine Eltern Warte mal, fanden den richtig lecker. Das Lustige ist, ich komme zum Handanhalten, sie macht Cheesecake. Ja, natürlich, man tischt ja dann auch auf. Ja. So, bitteschön. Liebe geht durch den Magen, Leute, ne? Ja. Wisst ihr, ne? Ich war auch an dem Tag, war ich auch so unsicher und dann Kiki den Cheesecake gebacken und damit hätte er erst mein Herz berührt. Ah, da wusstest du erst, dass es was Ich wird. weiß nicht, es kommt drauf an, wie der Cheesecake schmeckt. So, also das Stück können wir leider nicht verdrücken. Wir machen nämlich noch schöne Fotos gleich. Der ist auch ganz frisch aus dem Kühlschrank, ne? Ist jetzt nicht Der so ist- krass abgekühlt, muss ich sagen, ne? Ja. Aber irgendwie Ich freue mich einfach drauf. Ich habe den so lange nicht mehr gehabt. Oh, Summer-Feeling. wirklich Sommerfeeling. Das nach dem Grillen auf der Terrasse, Lecker. im Garten. Richtig lecker. Total erfrischend, ne? Super. Und auch nicht so schwer im Magen, So oder? cremig, ne? Gar nicht. Schnell und einfach, glaube ich, oder? Also ich würde nicht sagen schnell wegen der Wartezeit, aber das macht man ja nicht aktiv, ne? Und einfach auf jeden Fall. Und Richtig lecker. leicht ist auf jeden Fall. Schaut Der ist mal. richtig leicht und ich sag ja cremig, ne? Der Cheesecake ist fast weggehauen mit uns beiden. Guck mal, das siehst du siehst richtig die Gabelspur da drin, weil das so cremig Ja. ist. Hammer. Macht's unbedingt nach, Leute. Perfekte Süße, perfekte, ich sag jetzt nicht Säure, aber durch diesen Fruchtgehalt oben, eine fruchtige Masse. Wir haben es weggeatmet. Geil, komm. Wenn die Fotos im Kasten sind, dann gönnt sich jeder noch so ein eigenes Stück. Okay? Irgendwie will ich dich jetzt mal so heiraten nochmal. Oh. So Hand anhalten. Ja, dann würde ich Ja, gerne dann. feiern. Romantisch. So, ich glaube, wir beenden lieber dieses Video, Auf Leute. Arabisch immer Allah salamideki, so Allah Oh. deine, also Gott soll deine Hände segnen. Und auf Türkisch Allah soll Ellerine Sağlık. Allah soll Gesundheit für deine Hände heißt das. Ja. So, Leute, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und sage bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, also nächsten Sonntag. Schnell abschalten, bevor Kiki rot wird.